Guten Morgen. Guten Morgen. Heute beginnt unser 4. Tag. Ja, heute ist die Strecke von hier nach Ehringen und von Ehringen aus wollen wir dann den Kaiserstuhl umrunden und in Hochstetten, das ist in der Nähe von Ehringen, wollen wir auf den Campingplatz gehen. Genau, Wetter super, wird wahrscheinlich recht warm heute. Ja, bisher hatten wir viel Glück mit dem Wetter. Ja, und dann freuen wir uns auf den Tag. Bis später. Bis später. So, wir fahren jetzt erstmal wieder nach Bad Krozingen, also genau dieselbe Strecke, die wir gestern in die andere Richtung gefahren sind. Und von da aus geht es dann eben weiter Richtung Kaiserstuhl. Hier rechts haben wir den Thuniberg mit Merding. Da kommt ja der Rennradfahrer Jan Ulrich her und hat genau in diesen Bergen da hinten trainiert. Ja, das sind ziemlich heftige Anstiege. Wir sind auch schon mal gefahren. Geht steil hoch. Das ist zwar kein hohes Gebirge, aber hat schon deftige Anstiege. Ich denke für Trainingsfahrten nicht schlecht. Das im Hintergrund ist der Kaiserstuhl. Da müssen wir jetzt erstmal noch hinfahren. So, jetzt sind wir auf dem Kaiserstuhlradweg. Jetzt in diese Richtung. Hinter uns ist Breisach. Und jetzt geht es in diese Richtung. Der Weg ist sehr stark befahren. Von Rädern sind so viele Leute unterwegs. Ja, ansonsten alles prima.
Hier gibt es schon reife Kirschen. Schauen wir später mal, ob wir welche kriegen. Es gibt hier immer wieder so Verkaufsstände, wo man direkt das Obst und die Früchte frisch kaufen kann, direkt vom Feld. Das ist dann natürlich am besten. Der Radweg, der Kaiserstuhlradweg ist wirklich sehr schön, jetzt auch zu dieser Jahreszeit. Es gibt schon sehr viel Früchte und Wetter ist auch noch nicht zu warm. Das ist eine tolle Sache. Diese Verbindung zwischen Wasenweiler und Gottenheim wurde vor wenigen Jahren erst erschlossen. Ja, sonst musste man eine Zeit lang auf der Straße fahren. Und jetzt kann man hier schön komplett auf Radwegen auch um den Kaiserstuhl herumfahren. Der Kaiserstuhl ist ein kleineres Gebirge, für die, die es nicht kennen. Ist ein kleineres Gebirge vulkanischen Ursprungs. Es ist eine der sonnenreichsten Gegenden in Deutschland und ein sehr bekanntes Weinanbaugebiet. Hauptsächlich bekannt für Burgundersorten, also für Weine, die sehr viel Sonne vertragen. Riesling braucht ja etwas Säure. Gibt ja auch gute Rieslinge, aber eher so ein bisschen die kräftigeren runden Weine. Und da gibt es auch ganz hervorragende Weingüter. Und ja, wir werden jetzt praktisch durch die ganzen Weinorte geführt.
Der Radweg hier ist offenbar eine sehr beliebte Rennradstrecke. Es sind enorm viele Rennradfahrer unterwegs. Scheint sich dafür anzubieten. Im Moment haben wir jetzt auch kräftigen Gegenwind. Aber ja, man kommt gut voran. Wir haben jetzt gerade Endingen durchquert, sind noch im Gewerbegebiet, Industriegebiet und fahren jetzt weiter nach König Schaffhausen. Schauen dort, ob wir mal irgendwo ein Eis oder sowas kriegen. Es wird jetzt oder ist inzwischen ziemlich warm geworden. Doch gut erträglich durch den Fahrtwind, aber schon warm. Dort zwischen den Bäumen sieht man die Vogesen. Wir sind jetzt etwas Richtung Rhein gefahren, sind im Rheinwald und können dadurch der Sonne ein bisschen entkommen, die jetzt doch ziemlich kräftig wird. Und es wird eine angenehme Abkühlung. Jetzt sind wir am Rhein angekommen und jetzt geht es rheinaufwärts Richtung Jechtingen und dann weiter Richtung Breisach. So, wir haben jetzt etwas umdisponiert, fahren durch bis Breisach. Also ohne die Weinorte Jechtingen und Achkarren. Wir fahren jetzt erstmal noch in Breisach rein, wir erreichen jetzt gerade Breisach. Und kaufen noch ein bisschen was ein, gehen Eis essen und fahren dann weiter nach Hochstetten. Das liegt direkt daneben auf dem Campingplatz, den haben wir heute Morgen reserviert telefonisch, nach den Erfahrungen der letzten Tage, dass eben sehr voll ist. In Iringen wollten wir zuerst auf den Campingplatz, aber die nehmen keine Übernachtung, also für Einzelübernachtungen nimmt die niemand. Also man muss mehr als 2 Nächte muss man bleiben. Und gut, also Hochstetten, die haben uns jetzt einen Platz reserviert. Und ja, dann melden wir uns nachher nochmal.
jetzt haben wir den Radtour beendet. Wir sind um den Kaiserstuhl herumgefahren, von Staufen ausgehend, also erstmal an den Kaiserstuhl. Ja, der Kaiserstuhl-Radweg ist sehr empfehlenswert und hat Spaß gemacht, da lang zu fahren. Ja, und wir sind dann schließlich in Hochstetten auf dem Campingplatz und der Campingplatz ist auch wirklich sehr zu empfehlen. Sehr ruhig, Entschuldigung, sehr ruhig. Genau, sehr ruhig und ja, war alles da, was wir gebraucht haben und ja.